Heutzutage gibt es unzählige Wege, um selber komplette Touren oder seine eigenen Etappen für bekannte Trails selber zu planen. Ich mache das schon seit vielen Jahren wirklich selber zu Hause am Computer, nutze dabei sehr viele Anbieter, Apps, Routenplaner, Kartensysteme und viele weitere sehr hilfreiche Ressourcen, die mir im Prinzip dabei helfen, meine eigenen Touren und Routen zu Hause zu planen und vor allem auch dabei verlässlich Schlafmöglichkeiten mit dem Zelt oder anderweitige Unterkünfte auf den einzelnen Trails zu finden. Und ich will euch heute mal wirklich im Detail zeigen, wie ich dabei im Detail vorgehe, welche konkreten Tricks ich dabei mittlerweile anwende, die ich über die Jahre gelernt habe, um am Ende im Prinzip eine perfekte Tourenplanung zu erhalten, die ich dann natürlich auch verwende, um unterwegs wirklich alles geplant zu haben und auch zu navigieren. Das meiste, was man dazu braucht, wird heutzutage natürlich durch sehr schicke Online-Services angeboten. Jeder kennt Komoot oder Outdoor Active und auch viele weitere Services werden wir uns heute angucken und teilweise auch für verschiedene Problemstellungen bei der Planung verwenden. Manche Tools davon sind kostenlos, andere kosten dann eine kleine Gebühr. Da ist dann nicht nur die Planung dabei, sondern vielleicht auch später die Navigation. Natürlich gibt es auch immer noch die Möglichkeit, vielleicht ein paar ältere Lösungen zu verwenden, die man herunterlädt, wirklich auf dem Computer oder dem Smartphone fest installiert, um dann wirklich offline diese Dinge zu planen. Ich habe auch in anderen Videos schon mal gezeigt, wie man zum Beispiel eigenes Kartenmaterial verwendet. Heute konzentrieren wir uns aber wirklich auf die sehr einfach zu bedienenden Online-Lösungen, um da wirklich eine perfekte Routen- und Tourenplanung hinzubekommen. Zuerst muss man natürlich schauen, welche Art von Tour man planen möchte. Geht es auf einen bereits bekannten Trail, der vielleicht auch in Deutschland mit schon fertigen Etappen auf der Internetseite belegt ist, oder geht es an eine Tour, die wirklich komplett frei ist und über keinen bekannten Weg verfügt? Und da gibt es natürlich Planungsunterschiede. Einerseits, wenn Etappen bereits bekannt sind, dann macht es durchaus Sinn, auch seine eigenen zu planen. Das mache ich eigentlich immer. Denn einerseits, wenn man auch ein bisschen fortgeschrittener in dem Hobby ist, vielleicht auch mit leichterem Gepäck unterwegs ist, dann sind diese Etappen wirklich meistens deutlich zu kurz und vielleicht auch dann ein bisschen unterfordernd und langweilig. Und außerdem, falls ihr auch gerade neu im Hobby seid, kann die Länge durchaus passen, aber die Etappen ändern dann immer meistens in Dörfern, Städten oder Gemeinden, um natürlich da auch so ein bisschen die Städte zu unterstützen, die Gastronomie und vor allem auch die Unterkünfte. Aber vielleicht wollt ihr auch an schöneren Orten schlafen, nicht immer wirklich in den Städten und euch so ein bisschen auch selber mit dem Trail beschäftigen, und dafür eignet es sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, wirklich eigene Etappen zu planen, und wenn man auch nur begrenzt Zeit hat, ist man da vielleicht auch auf diesen Touren ein bisschen schneller generell unterwegs. Man kann natürlich auch sagen, man plant einfach gar nichts und geht wirklich blind auf diesen Trail. Das macht durchaus auch Spaß. Ich selber mache das gerne vielleicht bei kürzeren Touren von 1-2 Tagen. Da schaue ich dann einfach spontan, wie lange ich laufe, wo ich schlafe. Das kann aber auch teilweise erstens schief gehen, weil man vielleicht dann auf einmal überrascht wird, dass sich ein Naturschutzgebiet sehr lange erstreckt, man da vielleicht nicht schlafen will. Das sollte man natürlich auch nicht machen, weil es auch nicht erlaubt ist. Man vielleicht keine Wasserquelle zur Verfügung hat, sich generell auch verlaufen hat, weil der Trail nicht markiert ist. Und mein Motto ist da eigentlich, ich plane lieber zu Hause schon wirklich sehr detailreich alles vor, beschäftige mich mit dem Trail, schaue genau, wo ungefähr schlafe ich heute, welche Möglichkeiten habe ich, wo finde ich Wasser, damit ich auf der Tour mir wirklich weniger Gedanken machen muss und mich wirklich viel mehr darauf konzentrieren kann, was ich gerade sehe. Also auch viel mehr Spaß quasi an der Tour habe, an dem Tagesgeschehen, und nicht die ganze Zeit auch vielleicht noch unterwegs mit schlechtem Handyempfang im Regen da irgendwas zu recherchieren, sondern ich weiß, ich habe einen funktionierenden Plan, ich habe irgendwo ein Backup, falls was passiert, und ich laufe jetzt los und kann wirklich mich rein auf die Tour konzentrieren und nicht auf diese nervigen Planungsdinge von unterwegs. Ich zeige euch jetzt zuerst mal, wie es ist, für einen bekannten Wanderweg quasi seine eigene Tour zu planen, zum Beispiel für die Top Trails of Germany. Ich mache das mal am Beispiel des Eifelsteigs, und die Ergebnisse, die müssen irgendwo festgehalten werden, und das muss eigentlich gar nicht so viel sein oder so kompliziert sein. Ich mache das zum Beispiel ganz einfach in Textdokumenten, denn eigentlich ist nur wichtig, dass man diese Fakten hat, und wie man sie dann vorlegt, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Dazu habe ich hier zum Beispiel einen Ordner gemacht für verschiedene Touren, Westweg, West Highland Way, Kungsläden und so weiter. Ich mache das mal auf, zum Beispiel den Eifelsteig, und da halte ich einfach nur ein paar Kennzahlen jetzt zum Beispiel fest. Also ich schreibe mir wirklich die Tage dahin, wann ich anreise, wann ich abreise, wie viel Zeit ich habe, wie viel Kilometer ich an diesem Tag zum Beispiel vorhabe zu laufen oder wie der generelle Fortschritt ist, wie mein Start und mein Ziel ist. Ein bisschen schöner ist natürlich, wenn man das in Excel-Tabellen macht oder zum Beispiel Notion auch benutzt. Das habe ich jetzt zum Beispiel beim Schleswig-Holstein-Steig gemacht. Ich mache das mal auf.
drauf und ein bisschen größer. Das sieht jetzt zum Beispiel so aus. Auch da seht ihr es nochmal. Etappe 2 zum Beispiel ist der Sonntag, der 31.3. Ich starte am Trekkingplatz Barmstedt, ich ende am Trekkingplatz Aukrug. Das entspricht einer Distanz von 40,5 Kilometern, hat einen generellen Fortschritt von der gesamten Länge der Tour von 73,2 Kilometer. Warum der Wert wichtig ist, schauen wir uns gleich auch noch an. Und ich habe auch wirklich Randnotizen. Hier in dem Sinne schreibe ich mir zum Beispiel die Punkte für die Wasserquellen auf. In dem Fall bei Kilometer 46 eine natürliche, eine Friedhofsquelle und dann vielleicht noch, wo ich Versorgungspunkte oder andere wichtige Informationen habe. Das Ziel soll also später sein, ein Dokument erstmal zu haben, was ich natürlich auch wirklich kompakt mit habe, wo ich nochmal auf einen kurzen Blick sehen kann, heute bei Etappe 3 steht das an, ich schlafe da, diese Wasserquelle ist bei diesem Ort und andererseits diese einzelnen Etappen dann gleich hier auch zu erstellen, zu planen und dann vielleicht wirklich als GPX-Datei zu exportieren, um unterwegs dann mit seiner GPS-Watch, mit dem Smartphone, dem GPS-Gerät dann zu navigieren. Ich mache das mal am Beispiel jetzt zum Beispiel von Komoot oder AutoActive. Komoot ist, glaube ich, das bekannteste, AutoActive das zweitbekannteste. Komoot hat natürlich sehr viele soziale Social-Media-Funktionen auch, ist, finde ich, ein bisschen weniger professionell zum Planen. Auch braucht man da wirklich spezielle Kartenabschnitte, teilweise die Geld kosten. Ich finde das mit AutoActive persönlich ein bisschen besser, ein bisschen professioneller. Deswegen werde ich das mal an diesem Beispiel jetzt auch demonstrieren. Schritt 1 ist natürlich, ich entscheide mich erstmal für einen Weg, den ich laufen will. Die meisten werden sicherlich eine Tour schon im Kopf haben oder zum Beispiel einen Weg, den sie laufen möchten. Ansonsten kann man sich natürlich hier auf diesen Portalen auch inspirieren lassen, kann eine Tourensuche fahren oder schaut zum Beispiel einfach bei Google mal auf dem Top Trail of Germany und kann sich da dann auch einen Weg aussuchen, der wirklich auch zu dem passt, was man zeitlich schaffen möchte. Denn vielleicht hat man nur eine Woche Urlaub, vielleicht 2, vielleicht nur ein Wochenende. Und als Faustformel nehme ich da erstmal so 30 Kilometer pro Tag. Ich gucke also, ich habe 4 volle Tage Zeit, vielleicht einen Anreise- und Abreisetag, wo ich nur einen halben Tag laufen kann und weiß, gut, ich suche jetzt nach einem Trail von 100 bis 150 Kilometer vielleicht. Nachher wird es auch detaillierter, dass man die Höhenmeter und das technische Terrain noch mit einbezieht. Aber so wähle ich jetzt erstmal generell einen Trail aus und werde das, wie gesagt, hier jetzt erstmal an der Eifel machen. Ich verwende übrigens heute hier im Video zur Routenplanung einen Mini-PC von Geekom. Der IT12 in der 2025 Edition ist ein absolut vollwertiger und dabei noch ultraleichter Computer im Taschenformat. Mit einem Intel-Prozessor der 12. Generation, 1 TB SSD Speicherplatz, 32 GB RAM und zahlreichen Anschlüssen, mit denen man bis zu 4 Bildschirme gleichzeitig betreiben kann, lässt er sich im Vergleich zu einem Laptop noch viel flexibler und dabei vor allem an verschiedenen Orten ganz unterschiedlich einsetzen. Man kann ihn also nicht nur zu Hause klassisch als leistungsstarken Office-PC mit separater Tastatur und großen Monitoren nutzen, sondern durch seine geringe Leistungsaufnahme von 90 bis 120 Watt auch einfach draußen zum Beispiel im Camper betreiben. Ich kann damit zum Beispiel von unterwegs meine Bilder oder Videos bearbeiten und den IT12 dann später wieder zu Hause anschließen oder auch wie hier in meinem Schrank an einem Beamer einbauen, um ihn so noch auf einer Leinwand als Medien-PC verwenden zu können. Mit einem robusten Gehäuse und selbstentwickelten Kühlsystem hält er dabei sogar Temperaturen von minus 20 bis 55 Grad stand, sodass man ihn theoretisch auch bei direkter Sonneneinstrahlung und großer Hitze sicher verwenden kann. Es gibt auch die Möglichkeit, ihn direkt hinter einem Bildschirm zu befestigen oder bei Bedarf den Speicher noch zu erweitern. Windows 11 und 3 Jahre Garantie sind für den Preis von 549 € dabei natürlich auch inkludiert. Den Link mit weiteren Informationen, einen zusätzlichen Rabattcode könnt ihr unten in der Beschreibung finden. Als zweiten Schritt schaue ich dann natürlich, ob offizielle Informationen erstmal zu diesem Trail existieren. Beim Top Trail of Germany ist das nicht einfach, da gibt es natürlich zahlreiche Informationen, aber die meisten Trails haben dann auch wirklich eine eigene Website. Das ist nicht nur bei deutschen Trails so, da muss man sagen, ist das sehr gut gepflegt, aber auch bei internationalen Trails. Und einerseits schaue ich mir das hier generell an, um vielleicht informiert zu werden. Sind aktuell Sperrungen vorhanden? Gibt es Baustellen, Umleitungen, wirklich besondere Hinweise, die ich wissen muss, ob ich überhaupt diesen Trail gehen kann? Und als zweiten Schritt schaue ich mich dann um, gibt es hier vielleicht einen offiziellen GPS-Download. Ich brauche ja diesen Trail erstmal an sich, um da jetzt weiter zu planen. Hier sind die Etappen jetzt aufgelistet. Das Beste ist natürlich, wenn man hier was Offizielles hat, und die meisten der Trails haben auch wirklich was Offizielles direkt bei AutoActive. Das ist natürlich dann auch super praktisch, denn da habe ich diesen Trail sofort. Ich achte dann immer noch drauf, wer ist für diesen Inhalt verantwortlich. Ist das jetzt jemand, eine Privatperson vielleicht, da findet man sehr viel bei Komoot auch, oder ist das wirklich vom offiziellen, wie in diesem Fall Eifel Tourismusverband, und da habe ich dann diesen Trail auf jeden Fall schon mal genauso, wie er vielleicht auch dieses Jahr von der Aktualisierung her ist.
Bevor es jetzt an die weitere Planung geht, schaue ich mir als dritten Schritt erstmal die generellen rechtlichen Rahmenbedingungen zu den Übernachtungen wirklich in dieser Region an. Einerseits ist Wildcamping vielleicht dort sogar erlaubt, wie in Skandinavien, teilweise in Schleswig-Holstein. Wie viel vom Trail ist Naturschutzgebiet? Bei der Eifel ist das zum Beispiel wirklich sehr, sehr viel. Das muss man vorher wissen und bei der Planung auch wirklich ganz stark darauf achten. Gibt es Trekkingplätze in dieser Region? Auch als Beispiel hier bei der Eifel gibt es welche, Sauerland, Schwarzwald und so weiter. Dann ist eine Übernachtung in Schutzhütten toleriert. Das ist manchmal wirklich explizit so, manchmal wird es am Rande toleriert, auch Beispiele hier Westweg, vielleicht Rothaarsteig. Und das beeinflusst jetzt die weitere Planung wirklich maßgeblich, da ich natürlich so genau weiß, wie lang geht eine Etappe, worauf muss ich gleich besonders achten, nehme ich vielleicht nur einen Biwaksack mit, schlafe ich vielleicht nur in Unterkünften oder Berghütten, weil Wildcamping da absolut gar nicht möglich ist, und das soll ich jetzt auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt erstmal recherchieren. Jetzt fange ich im vierten Schritt dann wirklich an, die Route konkret hier in Outdoor Active zu öffnen, und das kann man einfach machen, indem man auf ähnliche Tour planen klickt. Jetzt öffnet sich der Trail wirklich individuell in dieser Routenplaner, je nachdem, ob ich die Gratis-Version habe, ob ich da das Premium oder ich glaube sogar das Pro-Abo habe ich da andere Karten zur Verfügung. Es sei schon mal gesagt, dass die OpenStreetMap-Karte, das wissen viele, die ganzen OSM-Geschichten wirklich sehr, sehr gut sind, weil die Informationen von der Community kommen, von der auch bereitgestellt worden sind, und die Sachen sind meistens besser noch gepflegt als diese ganzen teuren Karten, für die man hier teilweise Geld ausgeben kann. Ich empfehle euch auch meistens im Standard die OpenStreetMap-Karte hier erstmal so zu verwenden. Und dann gehe ich wirklich an den Startpunkt meiner Route, also überlege mir, starte ich jetzt im Süden oder im Norden, und überlege mir, wie reise ich an? Also ist es wirklich so, dass ich einen ganzen Tag habe, wenn ich starte, also einen Tag vorher schon anreise, irgendwie dort schlafe, in einem Camper, in einer Unterkunft, morgens dann loslaufe, oder ob ich vielleicht an dem Tag, wo ich anreise, schon laufe. Und das hat jetzt maßgeblich natürlich mit der ganzen Länge zu tun und wie viel ich am ersten Tag wirklich schaffe. Das gilt natürlich nicht nur für den ersten Tag, bei dem ich auch berücksichtigen sollte, dass ich mich noch einlaufe, also vielleicht nicht mein volles Pensum sofort gehe, obwohl ich vielleicht auch die Zeit hätte bei einem ganzen Tag, sondern ich überlege mir jetzt im fünften Schritt erstmal generell, wie viel schaffe ich denn realistisch im Schnitt pro Tag auf der Tour. Als Faustformel habe ich lange Zeit 30 Kilometer pro Tag im Standard mit 1000 Höhenmeter genommen. Und da gibt es natürlich eine Abweichung. Wenn eine Tour technisch ist oder mehr Höhenmeter hat, gerade in den Alpen, dann plane ich weniger Kilometer ein. Ist die Tour sehr flach, wie auf dem Schleswig-Holstein-Steig, dann kann ich ruhig mehr Kilometer laufen. Und da würde ich sehr konservativ sein, also pro 100 Höhenmeter, die die Tour jetzt mehr hat, würde ich dann 1 Kilometer zum Beispiel weniger laufen wollen. Das heißt, aus 33 Kilometer bei 1000 Höhenmeter würden dann vielleicht 25 Kilometer nur werden, wenn die Route tatsächlich 1800 Höhenmeter hätte. 30 Kilometer pro Tag und 1000 Höhenmeter, da muss man schon eine gewisse Erfahrung haben. Man darf das auch nicht verwechseln. Eine Tagestour, wenn ihr am Sonntag vielleicht auch mal 50 Kilometer lauft, das ist auf einer Trekking-Tour natürlich ein bisschen was anderes. Da habt ihr mehr Gepäck dabei, da macht ihr das regelmäßiger. Da schläft man natürlich auch im Zweifel draußen. Vielleicht fängt man erstmal an mit 25 Kilometer zu planen, später mittlerweile auch mit 35, je nach Erfahrung, Gewicht und so weiter. Und das ist aber erstmal eine ganz gute Frequenz. Und dann muss ich natürlich überlegen, was ist meine präferierte Pausenlänge, wie viele Pausen möchte ich machen. Aus Erfahrung kann ich sagen, so mit 30 Kilometer pro Tag, da hat man eigentlich genug Zeit, kann eigentlich relativ entspannt auch morgens frühstücken, abbauen, loslaufen, ein paar Pausen machen, sich am Wegesrand noch was anschauen, kommt dann auch nicht erst mitten in der Nacht an. Bei 50 Kilometer pro Tag wäre das natürlich was komplett anderes. Da muss ich im sechsten Schritt natürlich auch so ein bisschen die Dauer immer berücksichtigen. Also wie schnell ich denn diese Distanzen, die ich mir jetzt vornehme, schaffe. Aus der Erfahrung heraus, im Schnitt sind das meistens, und ich war auch viel mit Gruppen unterwegs, zwischen 3 bis 3,5 km/h. Und damit ist nicht die aktive Laufzeit gemeint. Die kann teilweise, oder Geschwindigkeit, die kann teilweise bei 4, 5 bis 6 km/h natürlich liegen, sondern die durchschnittliche Geschwindigkeit mit allen möglichen Pausen am Tag. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich möchte 35 Kilometer machen, dann plane ich jetzt mindestens 10 Stunden im Prinzip ein, sodass es, wenn ich um 10 Uhr loslaufe, weiß, ich bin ungefähr um 8 Uhr da, wenn ich diese
3 bis 3,5 km/h auf jeden Fall aufrechterhalte. Wenn man alleine ist, dann kann man ein bisschen mehr rechnen, dann geht es vielleicht sogar bis an die 4 km/h im Schnitt. Ist man in der Gruppe, braucht man mehr Pausen, da ist man dann eher konservativer bei 3 km/h unterwegs. Und so kann ich eben einschätzen, wann muss ich loslaufen, wie viele Pausen kann ich mir noch erlauben, um dann wirklich vor Einbruch der Dunkelheit anzukommen oder vielleicht sogar bevor der Campingplatz zumacht, bevor der Check-in bei meinem Hostel oder meinem Hotel oder meinem Airbnb wirklich zumacht. Und das ist so eine grobe Faustformel. Habe ich das also getan, kann im 7. Schritt jetzt hier wirklich ganz konkret werden. Ich weiß also, ich schaffe jetzt vielleicht 30 Kilometer an meinem Anreisetag und dann schaue ich also, wo komme ich jetzt ungefähr bei 30 Kilometer hier raus. Und das kann man ganz gut in AutoActive so machen, indem man sich das Höhenprofil zum Beispiel anzeigt und kann dann mit der Maus wirklich auf diese 30 Kilometer gehen. Und ihr seht schon hier oben, ist alles jetzt ein bisschen groß. Da verschiebt sich jetzt dieser Cursor hier. Das heißt, ich sehe genau, wenn ich bei 30 Kilometer bin, dann komme ich ungefähr hier raus, zoom mal raus, das war jetzt beim Monschau ungefähr zum Beispiel und würde also hier jetzt nach einem Schlafplatz suchen. Das muss natürlich nicht ganz genau bei 30 sein, das kann auch bei 25 sein oder bis nach 35. Im Optimalfall ist es dann genau da, aber es kann auch, wenn ich wirklich einen sehr schönen Platz habe oder keinen anderen finde, dann laufe ich eben mal nur 20 Kilometer an diesem Tag oder muss mich wirklich zusammenreißen und muss vielleicht sogar 40 laufen. Aber irgendwann bin ich halt gezwungen, einem gewissen Distanzfenster dann eine Unterkunft oder eine Schlafmöglichkeit zu finden. Und hier gibt es wirklich viele Tricks. Also möchte ich wild campen, dann schaue ich erstmal, bin ich im Naturschutzgebiet. Das sieht man natürlich wunderbar auf diesen Karten. Hier sieht man zum Beispiel, ist jetzt Nationalpark. Hier wäre das jetzt zum Beispiel nicht der Fall. Ich würde vielleicht dann schauen, dass ich nicht ganz natürlich in der Stadt bin und dann optimalerweise noch an einer flachen Stelle wirklich bin. Möchte ich in Schutzhütten schlafen, sehe ich diese auf den OSM-Karten auf jeden Fall auch. Ihr seht es jetzt hier, da würde ich natürlich auch ein bisschen vom Trail abgehen. Hier entdecke ich sogar ein Campingplatz-Symbol auf den ersten Blick, das schauen wir uns gleich auch noch an. Aber ich kann natürlich jetzt nicht hier alle Schutzhütten auf einen Blick wirklich manuell durchsuchen. Und damit zwei Möglichkeiten. Einerseits existiert wirklich ein wunderbarer Service, den ich auch noch mal hier vorheben möchte, nämlich longtrails.de. Und hier hat man schon wirklich für verschiedene Wanderwege, und die Liste erweitert sich stetig, alle Point of Interest wirklich eingezeichnet. Das heißt, hier sehe ich jetzt für den Eifelsteig schon mal Wasserquellen, Friedhöfe, Toiletten, Hotels, Berghütten, Schutzhütten oder Campingplatz. Eine sehr wichtige Ressource, die ich hier tatsächlich nutzen kann. Ich gucke also hier jetzt, wo waren wir gerade bei Monschau? Gibt es hier eventuell eine Schutzhütte? Ja, die ist sogar eingezeichnet. Hier sehe ich eine und hier sind auch noch weitere. Da habe ich also zahlreiche Möglichkeiten vielleicht, um mir da eine Hütte auszusuchen. Vielleicht nehme ich eine nach 29, vielleicht gehe ich an den Tag ein bisschen weiter und nehme jetzt eine sogar hier bei 39 Kilometer. Sollte der Trail dann nicht existieren oder ich finde da keine zufriedenstellende Lösung, dann gibt es noch die wunderbare Camp Wild Map. campwild.org. Ich verlinke euch natürlich alle Services und Seiten. Hier wähle ich jetzt einfach mal Deutschland natürlich aus und habe jetzt hier schon mal eine Übersicht über verschiedene Wildcampingplätze, die von der Community eingetragen sind. Also auch hier würde ich jetzt in meine Region zum Beispiel gehen. Da muss man sich natürlich hier ein bisschen wiederfinden und habe also verschiedene Punkte, die auch sehr häufig wirklich mit Bildern und einer kurzen Beschreibung hinterlegt sind. Und hier findet man teilweise Sachen, die dann auf der anderen Karte nicht da sind oder umgekehrt. Also es sind wirklich komplett unabhängige Datenbanken, die sich dann dementsprechend auch sehr sinnvoll ergänzen und auch immer weiter gepflegt werden. Sollte man da auch nicht fündig geworden sein, macht es auf jeden Fall Sinn, auch selber auf Google Maps zu schauen. Denn da gibt es wirklich die größte Liste von diesen Point of Interest, um vielleicht eine Schutzhütte oder was anderes zu finden. Häufig sind diese Punkte dann wirklich so markiert, haben dann auch Bilder und Bewertungen, die ich mir im Zweifel sogar mit Street View angucken kann. Andererseits, wenn ich Wildcamping betreibe oder ich habe eine Schutzhütte gefunden, ich bin mir aber nicht ganz sicher, was ist da in der Nähe, wie sieht das da aus, dann habe ich manchmal auch Glück, meine Schutzhütte, wie zum Beispiel die hier wieder zu finden, die jetzt auf der anderen Karte eingezeichnet war, um dann vielleicht auch zu schauen, wie sieht es da aus, wie komme ich da hin, was finde ich ansonsten noch dort. Sollte keine Schutzhütte da sein und ihr könnt nicht wild campen oder wollt vielleicht sogar auf einem Campingplatz schlafen oder bei einer anderen Unterkunft, dann macht auch für die Campingplatzsuche einerseits Google extrem Sinn. Das heißt, ich kann einfach hier Camping
Platz eingeben und sehe dann in dieser Region, wo ich gerade von der Zoom-Stufe bin, die Möglichkeiten. So habe ich auch den Naturcamp Perlengau gefunden, bei dem ich dann letztendlich nach der ersten Etappe auch geschlafen habe. Eine viel bessere Ressource vielleicht als Google ist dann noch, das kennen die Wohnmobilfahrer, Park4Night. Denn da habe ich jetzt auch die Möglichkeit, eine Adresse einzugeben und sehe dann wirklich je nach Filterung alle Möglichkeiten auch von der Community. Das sind jetzt Campingplätze, das können aber auch Wohnmobilstellplätze zum Beispiel sein. Als kleiner Hinweis: Bei manchen Stellplätzen ist es relativ selten, aber darf man auch zelten. Wenn man da vielleicht vorher anruft oder man findet irgendwie eine Seite oder es ist so eine Privatperson, dann hatte ich auch teilweise Glück, um zu fragen, hey, ich zahle die Gebühr, die auch ein Wohnmobil hätte, darf ich da vielleicht dann auch schlafen? Das habe ich gemacht, wenn es vielleicht sonst nur Naturschutzgebiet gab oder ich vielleicht unbedingt da Wasser brauche oder das näher an der Stadt dran war. Neben Campingplätzen gibt es noch wunderbare Privatunterkünfte. Das heißt, Seiten wie Booking und Airbnb eignen sich dann teilweise nicht nur, um Hotels oder auch Campingplätze zu finden, aber immer mehr Privatpersonen inserieren zum Beispiel auch bei Booking einfach mal ihren Garten, um da dann legal zelten zu können. Oder bei Airbnb auch wirklich Grundstücke. Da gibt es mittlerweile auch eine eigene Kategorie für Zelte, Schäferwagen, alles wirklich outdoor-nahe Übernachtungsmöglichkeiten. Auch ein besonderer Service, den ich zuletzt noch mal zeigen will, ist One Night Tent. Da gibt es auch noch ein paar andere Pendants von und das ist, wie man sagt, wie Couchsurfen, nur eben fürs Zelten. Und auch da ist das eine günstige Ressource, um zu gucken, ich komme irgendwo raus und habe hier eine Karte und kann also schauen, es gibt keinen Campingplatz, keinen Wildcampingplatz, keine Schutzhütte, gar nichts. Aber gibt es jetzt vielleicht einen netten Anwohner, der da in der Nähe wohnt und der da vielleicht etwas zur Verfügung stellt, wo ich auf diesem Privatgrundstück zelten darf? Dann gibt es dann wirklich Beschreibungen dabei, was für ein Zeltplatz das ist. Manchmal ist es sogar auch gratis, aber ich hatte damit immer sehr nette und positive Erfahrungen. Und mir ist halt wichtig, als letzte Konsequenz würde ich dann tatsächlich nur eine Übernachtung irgendwo drinnen buchen und da ist mir das Zelten immer meistens lieber und da ist es mir eigentlich dann auch im dritten Schritt egal, ob es jetzt wild ist oder bei jemandem im Garten oder auf dem Campingplatz. Ich zelte einfach gerne und sollte das alles nicht klappen, dann könnt ihr immer noch auf klassischen Wege nach Hotels zum Beispiel suchen. Hilfreich kann es auch sein, sich da von Erfahrungsberichten von der Community inspirieren zu lassen. Das kann in Facebook-Gruppen, in Foren, wie zum Beispiel im Ultraleicht-Tracking-Forum passieren. Dort habe ich dann Reiseberichte. Schau einfach, wo haben andere Leute geschlafen. Und ich muss natürlich auch überlegen, ist es gerade Sommer, will ich vielleicht jeden zweiten Tag duschen? Das heißt, an dieser Übernachtung mache ich Wildcamping, an der nächsten Übernachtung will ich dann aber gerne auf einem Campingplatz schlafen. Ich mache das meistens so im Wechsel oder vielleicht 2 Tage wild, dann auf jeden Fall aber einmal einen Campingplatz oder was Privates und dann wann muss ich laden? Welche zeitlichen Abstände habe ich bei der Stromladung? Vielleicht reicht es für euch nicht, dann während des Tages mal irgendwie in einer kurzen Rast einen Kaffee zu laden. Vielleicht ist der Trail auch so wild, dass ihr da gar nicht laden könnt. Da muss ich überlegen, habe ich jetzt eine große Powerbank? Mir reicht es jetzt einmal die Woche, zweimal die Woche zu laden? Oder filmt ihr vielleicht auch so wie ich? Dann müsst ihr ein bisschen häufiger laden. Und da mache ich natürlich auch entscheide ich, ob ich wild schlafe und was mein Übernachtungsplatz wirklich bieten muss. Und passend dazu ist der 8. Schritt dann noch das Thema Wasser. Wenn ich zum Beispiel sage, hier bei der ersten Etappe schlafe ich an diesem Trekkingplatz, der Ruf des Fans, der ist hier eingezeichnet, gucke ich natürlich, habe ich da vor Ort eine Wasserquelle? Das ist manchmal eingezeichnet, ihr auch. Hier steht zwar WC, das war aber eine Biokomposttoilette. Ich muss natürlich gucken, wenn ich ankomme, brauche ich was zum Kochen, ich brauche was für die Nacht und da muss ich mich fragen, wo kann ich vorher als letzten Punkt davor Wasser auffüllen? Gehe also rückwärts hin, schaue jetzt, ist hier eine natürliche Wasserquelle eingezeichnet. Auch da hilft es vielleicht wieder auf Longtrails zu gucken, da kann ich auch dann nach Wasserquellen zum Beispiel direkt filtern. Oder ich schaue, wann kommt hier ein Dorf, ein Supermarkt oder ähnliches. Hier wusste ich, hier konnte ich in Röttgen zum Beispiel etwas auffüllen und weiß dann, gut, ich habe dann meine nächste Wasserquelle am nächsten Tag, um eben nicht Gefahr zu laufen, dass ich da irgendwie nicht in Ruhe kochen kann, Zähne putzen kann und so weiter. Wenn jetzt alle Randbedingungen für die erste Etappe hier klappen, dann speichern wir uns auch die erste Etappe und fügen die dann gleich hier unserer Excel-Tabelle, zum Beispiel unserem Dokument hinzu. Das ist ein bisschen mühselig. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel raus und ich gehe immer wirklich von dem großen Trail aus. Hier gibt es so ein Selektierwerkzeug, wo ich mehrere Punkte wirklich bearbeiten kann. Ich gehe jetzt hin und lösche die jetzt manuell. Das muss man schrittweise je nach Zoom-Stufe immer machen. Ich will natürlich jetzt nicht zu viel löschen.
und gehe quasi nur bis zu dem Punkt, wo meine Route als letztes da ist. Sollte die Übernachtung nicht auf dem Trail selbst sein, so ist es ja auch bei mir jetzt hier zum Beispiel der Fall, dann kann ich natürlich den Endpunkt dementsprechend verschieben und hier aktualisiert sich natürlich dann genau die Strecke. Das heißt, diese Daten, die jetzt hier stehen, die Strecke, die Dauer, Aufstieg und Abstieg, das sind alles Dinge, die ich mir jetzt optimalerweise hier in meinen Dokumenten wirklich hinterlegen würde. Höhenmeter mache ich meistens nur im Alpenraum, wenn es wirklich ganz, ganz viel sind. Das hatte ich, glaube ich, beim Kungsläden auch gemacht. Da steht dann immer drauf, wie viele Höhenmeter zu erwarten sind und auch die genaue Dauer. Und dann würde ich im Prinzip diese einzelne Route jetzt hier speichern. Nennen das Ganze jetzt Eifel Tag 1 und speichere die Planung auch. Das muss auch nicht öffentlich sein. Ich kann dann auch zur Planung im Prinzip gehen, kann dann später sagen, einfach hier, ich möchte mir die GPX-Datei runterladen, auf meine Garmin-Uhr ziehen, auf mein Smartphone ziehen. Das solltet ihr natürlich auch immer offline zur Verfügung haben, falls man unterwegs mal ein Backup zur Navigation braucht oder vielleicht auch kein Internet hat. Und dann springe ich eigentlich wieder zurück auf die Hauptroute. Das kann man einfach hier machen, indem ich nochmal zurückgehe und würde jetzt wieder anfangen, ähnliche Tour planen. Muss jetzt natürlich dann überlegen, wo schlafe ich als zweiten Punkt und dementsprechend alles entfernen, was ich jetzt quasi bis zu meiner ersten Übernachtung schon gelaufen bin, sodass ich weiß, gut, ab da starte ich jetzt und so sieht dann der nächste Tagesanfang aus. So gehe ich dann jeden Tag jetzt Schritt für Schritt durch und muss natürlich auch noch auf ein paar Dinge achten. Einerseits am Ende natürlich auch die Abreise, da will man nicht eine ganze Tagesetappe laufen. Man muss schließlich dann mit dem Zug vielleicht wieder zum Trailhead zurückfahren oder von da direkt nach Hause. Deswegen plane ich da eigentlich auch genau wie bei der Anreise immer einen halben Tag ein. Und dann ist es bei längeren Touren so, dass man vielleicht einmal die Woche auch einen Pausentag machen möchte oder nur einen halben Tag laufen möchte. Und da kann man das natürlich auch einplanen. Ich mache das eigentlich immer so, wenn ich mehr als 7 oder 8 Tage laufe, dann nehme ich mir genau die Mitte, also den 4. oder 5. Tag vielleicht und plane da einen Tag ein, wo ich gar nicht laufe und müsste das natürlich auch bei der Planung hier hinterlegen. Außerdem schicke ich mir natürlich auch immer gerne so Versorgungspakete unterwegs hinzu. Das kann aber auch der Nachkauf bei einem Supermarkt sein, aber diese Resupply-Stationen, die muss ich natürlich auch auf dem Schirm haben. Vielleicht gucken, ich trage jetzt für 3 Tage wirklich Nahrung, brauche auch so nur 2-mal Frühstück vielleicht, weil am Anreisetag hatte ich morgens gegessen, aber 3-mal Abendessen oder vielleicht auch nur 2-mal, wenn ich dann am 3. Tag an einem Supermarkt komme oder vielleicht an einer DHL-Packstation, von wo ich mir oder wohin ich mir wirklich vorher ein Paket von zu Hause geschickt habe. Und so hat man dann wirklich eine Liste von einzelnen Tagesetappen, die ich dann bei Bedarf auch noch wirklich als Karte natürlich einsehen kann. Ich habe hier alle Daten zur Verfügung und kann die dann so dementsprechend exportieren und dann verwenden. Ja, einen Unterschied macht es natürlich, und so war es bei meinem Schleswig-Holstein-Steig, wenn ihr Touren komplett frei und selber plant. Das heißt, wenn kein fester Trail da ist. Und da fängt man erstmal an, sich ein generelles Ziel oder Konzept natürlich zu suchen. Ich habe einen Startpunkt, bei mir war es hier Hamburg oder Pinneberg und ich habe ein Ziel, das war für mich Flensburg. Und dann richte ich mich einerseits erstmal ganz grob nach den Naturgebieten. Ich will natürlich, dass meine Route so schön wie möglich ist. Also habe ich mir einen generellen Weg bei diesen 300 Kilometern ausgesucht, der wirklich an der Nordsee vorbeiführt, an der Ostsee, durch viele Naturschutzgebiete geht. Und als zweites Kriterium die Übernachtungsplätze, weil ich kann das natürlich dann auch nur machen, wenn ich tolle Plätze habe, die entweder schön sind oder mir etwas Legales bieten. Hier war es wirklich die Trekkingplätze, die dafür gesorgt haben, wie ich die Route wirklich ganz grob erstmal so geplant habe. Habe ich das dann irgendwie verbunden, kommt dann im zweiten Schritt das Feintuning und da muss ich dann darauf achten, wo kriegt man Wasserquellen, wo ist generell auch eine Infrastruktur wieder. Wenn man eine fertige Route plant bei den Top Trails, dann ist natürlich darauf auch geachtet, dass man automatisch mal tagsüber an 2, 3 Wasserquellen vorbeikommt, durch 2, 3 Dörfer vorbeikommt. Plant man sowas selber, muss man dann natürlich diesen Mehrwert erbringen und auch darauf achten, dass all diese Punkte da zur Verfügung stehen. Und auch ist dann ein Thema, wenn man selbst plant, dass wirklich Privatgrundstücke dort vorhanden sein können. Auch bei diesen Routenplanern. Wenn ihr da einen Punkt A nehmt und irgendwie zu Punkt B geht, dann kann es sein, dass er euch auch durch Privatgrundstücke teilweise schickt, weil dann doch der Bauer auf seinem Feld einen eigenen Feldweg hat, der hier aber bei der OpenStreetMap-Karte zum Beispiel wirklich so angezeigt wird. Und auch muss man hier dann gucken, dass man wirklich nicht 70 Kilometer am Stück durch ein Naturschutzgebiet geht, weil sonst hätte ich natürlich keine Möglichkeit, da irgendwie zu schlafen und ich kann ja schlecht auch 70 Kilometer
dann an diesem einen Tag zurücklegen. Zum Ende noch ein paar Tipps, wenn ihr das mit Komoot statt AutoActive zum Beispiel plant und ihr wollt dann am Ende die GPX-Datei downloaden vielleicht, dann könnt ihr das manchmal nicht machen, wenn die Route nicht in eurem Kartenpaket zum Beispiel liegt. Bei Komoot zählt immer nur der Startpunkt der Route. Das heißt, im Zweifel könnt ihr den Startpunkt verschieben und dann trotzdem diese gesamte Route runterladen. Ansonsten gibt es ja auch so eine Komoot-Extension für den Chrome-Browser. Da wird so ein Download-Button hinzugefügt und das geht auch wirklich Kartensegment unabhängig. Ansonsten gibt es noch zum Beispiel das GPX Studio. Hier kann ich dann, wenn ich viele kleinere GPX-Trails habe, die im Prinzip zu einem großen Pfeil zusammenpacken, wenn ihr das am Ende doch lieber haben wollt, oder vielleicht sagen, ihr könnt einen großen GPS-Trail in verschiedene kleine unterteilen. Habt ihr zum Beispiel nur eine Datei von einem gesamten Weg, ihr wollt aber nur die Hälfte planen, dann könnt ihr den vielleicht schon vorher hier unterteilen. Ansonsten bei manchen Uhren zum Beispiel oder auch Smartphones, und ich würde euch immer eine Uhr zur Navigation übrigens empfehlen, da die natürlich viel effizienter von der Energie ist. So eine Garmin Instinct 2X Solar, die ich habe, die hat noch nicht mal ein Farbdisplay, die soll es auch gar nicht haben, um dann wirklich ganz effizient mir die Route unterwegs anzeigen zu können. Ein Smartphone verbraucht da bis zu 5 bis 10 Mal mehr Strom, die ich natürlich dann von der Powerbank habe. Aber die Dateigröße ist hier begrenzt und GPS-Dateien können groß werden. Und deswegen kann ich sie zum Beispiel auch bei dem GPX Studio oder bei so einem Anbieter, zum Beispiel von OpenGeo, dann wirklich optimieren und im Prinzip auch kleiner machen, sodass ich mehr Platz habe. Und natürlich gibt es noch viele weitere Tipps, Herangehensweisen oder generelle Lösungen als die ich jetzt hier verwendet und gezeigt habe. Ich bin mir sicher, jeder macht das ein bisschen anders, hat vielleicht nochmal ganz andere Tools, die er da verwendet. Deswegen ist da nicht eins besser generell als das andere. Ich werde mal alle gezeigten Dienste, die ich hier verwendet habe und noch viele mehr, die vielleicht den Rahmen hier sprengen würden, in die Beschreibung packen. Da könnt ihr mal durchgehen. Da ist eine Liste von allen nützlichen Werkzeugen, die ich so identifiziert habe. Schreibt gerne mal in die Kommentare eure Herangehensweise, eure Tipps. Vielleicht kennt ihr noch Dienste, die da helfen können, und habt ihr Fragen, könnt ihr sie natürlich dort auch noch generell stellen. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen für die Planung, für eure erste Tracking-Tour vielleicht auch, oder auch neue Anreize geben für fortgeschrittene Touren. Hat euch das gefallen? Denkt darüber nach, meinen Kanal zu abonnieren. Damit könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Bis zum nächsten Mal.